Lester Reds auf YouTube, herzlich willkommen, Folge 34, Let's Play Dragon Quest 11. Ja, und nach dieser spannenden Geschichte und dem Sturz mit meiner Stiefschwester in diesen Brunnen, oder mit, ja, Adoptivschwester, wie sagt man da, geht's jetzt hier weiter in dem Quartier und, naja, es geht gleich weiter. Oh good, you're awake. I'm soaked through. Let's get warmed up, shall we? I'm glad I caught you. I couldn't have forgiven myself if... I suppose Rad must have told you about your mother. That she sacrificed herself to save you and the Princess of Heliodor. Well, you've probably worked it out for yourself already, but... I was that princess. Your mother saved my life. That night, the night Dundrasil fell, we ran from the castle, but the monsters were too fast. She handed you to me and distracted them for long enough for us to get away. She died to save us. But even though she trusted me with you, I was too weak and stupid to... I fell in the river and I let you go. I can't tell you how many times I've wished that it was you Rad fished out of there and not me. After he found me, we headed back to Heliodor. We thought my father might help us to find you. But when we got there, we found out he was telling people I'd been killed by the Luminary. He was trying to make people believe awful things about you. Rab was convinced that he wasn't in his right mind, that someone must be controlling him. So we set out together to find out who and why. I never expected to see Hendrik again, let alone on a battlefield. We were lucky to get out of there alive. Looks like the rain's dying down. We should head back to Dundrasil. Ja, zurück nach Dundrasil. Bei den Ruinen. Und wir sind hier in der Ecke, alles klar, okay. Na dann. Gehen wir mal nach Dundrasil. Hier könnte ich reiten. Nö, guckst du einfach nur. Aha. Well, that was easy. Okay, wir sind aber eh noch nicht komplett. Leg mich mal kurz hier nach welchen glitzernden Punkten umsehen. Oh. Ah. Dumpfstumpf. We win again. So.
andersrum und... Eine Streiter. Na dann, gehen wir mal nach Eschenburg. Ah, was ist hier los? Ui. So I was right. I had suspected it would take more than a mere fall to put pay to the Darkspawn. Sir Hendrik. Can it really have been so many years since that fateful night, Princess? To see you alive and well, you cannot imagine how much this pleases me. But should you choose to continue to side with the Child of Darkness, you may not live for much longer. Look, I know how you feel about duty, Hendrik. How could I forget? You don't understand how important this is. Please, you have to let us go. You would ask a sworn knight of Heliodor to disobey the orders of his king? You have been away from home too long, girl. Not long enough for the years to have changed you. Still loyal to a fault. I wish it didn't have to come to this. But it has. Impressive, Princess. The spirited young girl of old has grown into quite the warrior maiden. Oh, please. I'm not a child anymore. It'll take more than a pat on the head to distract me. And what will it take to convince you that I am deadly serious? That if you stand on the side of the Darkspawn, I will have no choice but to destroy you? Yeah! Patrick! Princess! I'm sorry. Get on. Now hold on tight. Princess, what have you become? Ganz schön tricky. Die Jade. Ganz schön lange Haare hat sie. So, da sind sie doch alle. Look! There you both are. And in one piece, too. Just about. No thanks to Hendrik and his men. So it was old Hendrik, was it? I thought it might be. I would have liked a wee word with the rascal, but I doubt he'd have told us much. Well, if even he's out for your blood, the forces of evil must have a stronger hold in Heliodor than ever. It wouldn't be the first time a once glorious kingdom had been brought low by monstrous powers, you know. Many years ago, a dastardly fiend destroyed an entire empire with his wicked ways. A legendary evil named Mordegon. His story is all but forgotten these days.
I had to tramp halfway around the world just to learn his name. But the more I find out about him, the more I'm convinced he's the one behind all this. Dundrasil, the troubles in Heliodor, everything. Which is why you're going to have to stop him, laddie. The fate of the whole world depends on it. You're the luminary, after all. You were born to defeat the Dark One. But you'd be more than foolish to face him unprepared. He's a master of darkness, the like of which the world has never seen. Then we must make our way to Yggdrasil as soon as we can. The legends of Arborea tell of a means of fighting the darkness that can only be found there. Veronica, that must be why we're supposed to take him there, mustn't it? Here you are, laddie. Cheers at last. You'll be needing it if you're to make your way to the World Tree. Endlich. If anyone can get this old stick to show us the way, it's you. Lead on, luminary. Well, can you see anything? Don't tell me it's a dud! If that Noah sent us in a wild goose chase, I'll throttle him! He could have told us it didn't work before we wasted a zillion hours chasing it halfway across the world. Now, let's not jump to conclusions. Why don't Jade and I join you, and we'll see if we can't make our way a bit closer to Yggdrasil and try again. We'll not give yous any bother, I promise. Jetzt ist die Gruppe vollständig. Schwierig ist nur, man muss sich jetzt für 4 Leute entscheiden. Also, man kann natürlich wechseln im Kampf, aber das ist ja unkomfortabel. Was haben die eigentlich für Ausrüstung? Nichts. Erstmal hier noch ein Goldring. Und Jade. Zementohrring oder was? Nee, gibt noch mehr. Teufelsschwanz. Flinkheit. Na klar, komm, Teufelsschwanz. Stärkering. So, und für Bodo. Hier, die Goldkette. Na, Tastatur. Er hat wenig Angriff. Das ist wahrscheinlich eher was für Magie. Komm, der kriegt mal die Goldkette. Der ist halt wahrscheinlich eher Magie, der Bodo. So. Da möchte ich aber auch gerne. Er kommt auch für sie. Und sie kommt für ihn. So, und jetzt möchte ich total gerne rausfinden. Hier ist noch ein Wasserfall. Ob ich diese... Ach, wie hieß es gleich? Ölige Aloe. Soll hier irgendwo zu finden sein. Magische Tierhaut. Ist auch keine ölige Aloe.
Aber ich sagte auch schon unten bei den Ruinen, es lohnt sich auch mal in die Häuser reinzuschauen. Da habe ich schon das eine oder andere Item gefunden. Ist gar nichts. Tja, wo finde ich denn nur diese ölige Aloe? Ach. Drachenhaut. Ja, auch nicht schlecht. Tja, also... Da hängt es bei mir noch ein bisschen mit dem Nebenquest der öligen Aloe. Ich denke mal, dass es dann irgendwie unten am Wasser zu finden sein wird, obwohl ich da fast alles schon untersucht habe. Huh? Hey, the branch, it's... Oh, darlings, did you see it? It was so pretty. A sort of platform floating in the sky, and 6 colored orbs. Oh, I think I understand. We need to find the orbs and take them to the platform, and then the path to Yggdrasil will appear. Maybe trekking halfway around the world to find that branch wasn't such a waste of time after all. And we've already got one of the orbs we need, too. I knew swiping this thing from the castle was the best idea I ever had. I had my own plans for it. But this is way more important. It's yours now. Just don't lose it, okay? Eric hat echt den Durchblick. Ach, Our prize from the tournament. Lucky we didn't sell it in the end, eh? Aye. And there I was, all set to swap it for a few piffling trinkets for the road. It's yours now, though, laddie. Now, it looked like that platform we saw was located right under Yggdrasil. That means it must be somewhere deep inside the first forest. So, we know where we have to go. We just need to find the other 4 orbs first. But where in the world would we even begin to look? Orbs, orbs. Oh, I do remember a fairy tale about a giant pearl sinking to the bottom of the ocean. Can't remember the details, though. Well, if we don't have any real clues, I guess we'll just have to head out into the world and find some. You're not wrong there. In which case, let's head for Puerto Valor. We can get out into the open ocean from there. okay. Puerto Valor. A fairly straightforward voyage, if you ask me. And you'll be pleased to hear that I'm friends with Don Rodrigo, the big man over that way. I'm sure he'll open the sea gates for us. Right then, let's get moving, shall we? The sooner we get our hands on those orbs, the sooner we can make our way up to Yggdrasil. Jo. Würde trotzdem noch total gerne
überall Wasserfälle. Da ist auch noch ein Wasserfall. Da war ich aber schon. Ich war schon überall. Und habe diese Aloe nicht gefunden. Hier ist ein Item. Schon war heller. Oh. Ich stelle mal alle auf Befehle folgen, ist mir lieber, wenn ich alle einzeln beschäftigen kann, sozusagen. Zauber, dann haben wir auch Mega-Stärkung. So, was kann der? Heilen, aber auch Grits. Alter! And stay down. Also der Steingolem verträgt auf keinen Fall Grits. Hier drüben war ich schon überall mit einer Biene unterwegs. Als ich meinen Level-Grind gemacht habe hier. Da war ich nämlich hier oben schon. Jetzt aber auch kein öliger Aloe. Wo ich noch nicht war, ist hier unten. Moment. Wie komme ich denn überhaupt da runter? Muss ich über die Brücke hier? Glänzt jetzt hier. Und wir nehmen mal so einen Baumstumpf mit. Einfach für die Unterhaltung. Jade hat gar keinen Zauber. Kann dafür... Aha. Okay. Schöner Move. So, Wasserfall. Ich sehe einen Wasserfall. Bitte glänzt doch mal irgendwo. Ach, eine Schatzkiste. Mini-Medaillen. Hier kann ich abspeichern. Achso, und hier ist der Ort, von dem ich gekommen bin, ja. Ha. Was haben sie denn bloß gemeint mit am Wasserfall kannst du ölige Aloe finden. Wasserfälle sind da drüben. In dem Bereich. Da, wo
wo das Lager ist. Da gehe ich einfach mal hin. Aber die Items habe ich ja alle schon mal geholt und da, Wasserfälle, Wasserfälle. Ist alles keine ölige Aloe. Selbst da drüben war ich schon mit so einer komischen Biene, auf der ich reiten konnte. Hier ist echt nichts zu finden. Da leuchtet. Ah, hier ist auf jeden Fall so eine Pflanze. Ist das die ölige Aloe? Ah, da ist sie doch. Hat sich gelohnt. Upsala. Da oben war so ein Schild. War aber totaler Zufall. Okay, ich habe die ölige Aloe. Yippie, yippie. Dann gibt es zur Freude ein kleines Kämpfchen. Und dann wird zur Freude noch das Nebenquest beendet. Was ist hier? Oh lala. Ah, sehr schön. Das kann man auch selber machen. Cool. So, Zauberjäger. Schön knack. Quatsch. Boah, die hat aber echt einen guten Angriff, die Jade. Goodness. Hat sie ihn mit ihrem Lolli umgehauen. Sehr schön. Okay. So. Nee, was habe ich vor? Ich teleportiere. Quatsch. Wo wollte der Typ von mir... nicht echt zwistern wohl? Einmal teleportieren. Ja, die Aufgabe hatte ich mal angenommen zwischendurch, war nicht zu sehen. Da möchte irgendjemand die wahre Gesichtscreme für Herren herstellen. Und der befindet sich hier in Istanbul. Und hätte gerne einmal ölige Aloe. Das ist er hier. Ah. Okay. Tipps für Fischetypen.
einen adretten Anzug und ein hübsches Halstuch. Okay. Das werden wir bei Gelegenheit mal ausprobieren. Okay. Gut. Ich soll an Bord des Seglers von Ronaldo wieder zurück. Das heißt, ich werde mich nochmal teleportieren. Und zwar nach... Also die ganzen Orte schon. Kirgerwelt Meer. Und dann bin ich doch schon direkt auf dem Boot, oder was? Ja, wenn wir da jetzt richtig hinbeamen und das Abenteuer auf hoher See weitergeht, so ist es, dann werde ich das jetzt vertagen auf, ach guck mal, da ist der rote Punkt, auf die nächste Folge. Dann segeln wir dorthin und schauen mal, was in Puerto Valor zu finden ist. Ja. Lester Reds auf YouTube sagt danke fürs Zuschauen. Hui, hier ist so eine geheimnisvolle Stelle. Weiß ich nicht, traue ich mich da mal ran. Überlege ich mir bis zur nächsten Folge. Das war die Folge 34 Let's Play Dragon Quest 11. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.